Hi, heute ist Ostermontag, ich habe frei und keine Pläne. Heißt, wir malen heute. Heute möchte ich eine Doppelseite in meinem Skizzenbuch füllen, und zwar das hier. Es ist eine Doppelseite, die ich während einer Kunst-Challenge eigentlich schon mal bemalt habe, aber das Ergebnis nicht so gut, sagen wir es mal so. Es hat mir in dem Moment nicht gefallen, es hat mir am nächsten Tag auch nicht gefallen und das gefällt mir auch nicht Monate später. Heißt, heute nehmen wir uns dieser Seite an. Für die, die mich noch nicht kennen und neu hier sind, hi, ich bin Anushka. Ich bin Künstlerin, ich arbeite als Art Director und Illustratorin in einer Berliner Agentur und ich teile jetzt schon so ungefähr seit 2 Jahren meinen eigenen Kunstkram hier auf YouTube. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich hier die Doppelseite schon mal mit einem hellen Pink übermalt gehabt. Allgemein, wenn ich Farbe übrig habe auf meiner Farbpalette, dann nutze ich die, um schon mal andere Illus zu grundieren, damit ich sie halt einfach nicht verschwende. Und das eben meistens in meinem Skizzenbuch. Da ich mir bei dieser Doppelseite zu 100% sicher war, dass ich sie nicht so lassen werde, habe ich das irgendwann schon mal vorbereitet gehabt. Deswegen können wir jetzt direkt reinstarten. Ihr seht so ein bisschen noch diese Kritzeleien auf der linken Seite vor allem. Das ist, weil ich das mit so Pastell-Kreidestiften gemalt hatte, die aktiviert werden mit Wasser. Und die lassen sich dann einfach nicht so easy übermalen wie Buntstifte. Ja, wie ich vorhin schon erzählt hatte, war die Doppelseite eigentlich Teil einer Kunst-Challenge auf Instagram. Falls ihr so ein bisschen in der Kunstszene auf Instagram unterwegs seid, wisst ihr vielleicht, wovon ich rede. Falls nicht, hier zur Erklärung nochmal, also im Oktober findet das Arttober statt. Da erstellen unterschiedliche Künstler so Promptlisten, also Listen mit einem Wort pro Tag, und zu diesen Wörtern erstellt man dann jeweils ein Kunstwerk. Also Ziel ist es, im Oktober dann jeden Tag ein Kunstwerk zu erstellen. Ich habe mir jetzt letztes Jahr die Liste von der Künstlerin Furry Little Peach vorgenommen. Bei ihr heißt das Challenge dann Peachtober. Und habe eine Doppelseite pro Tag in meinem Skizzenbuch gefüllt. Und eigentlich, also so Materialien waren völlig egal. Ich habe da auch 2 Videos zu gemacht, falls euch das interessiert. Da gibt es sehr, sehr, sehr viel Skizzenbuch-Mal-Content drin. Die sind auch relativ lang, die Videos. Also ja, nehmt euch einen Snack und ein Getränk, wenn ihr euch die anschaut. Auf jeden Fall war der Oktober letztes Jahr ein richtiger Ritt. Jeden Tag eine Doppelseite zu malen war vielleicht ein bisschen viel neben meinem Vollzeitjob. Also Pablo hat mir damals echt viel abgenommen, so den Rücken freigehalten im Haushalt und so. Also es war schon wichtig, dass ich ihn da hatte. Aber ja, war trotzdem ziemlich auslaugend. Und an dem Tag, wo ich diese Doppelseite hier gemalt hatte, da war ich richtig am Ende. Also ich habe irgendwie in der Mittagspause dachte ich noch so, boah, geil, heute ist das Wort für den Tag war übrigens Break. Also kann man ja unterschiedlich interpretieren. Also Break wie Pause oder wie wenn irgendwas zerbricht oder kaputt geht. Und ich dachte eigentlich sofort, okay, ich will was zu dem Thema Pause machen. Und dachte natürlich zur Mittagspause, ich hatte Hunger, dass ich irgendwie ein Gericht oder so zeichne, also irgendwie essen. Ja, dann habe ich aber keine Zeit in der Mittagspause gehabt zu malen und musste dann nachmittags mega hustlen bei der Arbeit und war dann entsprechend abends super kaputt. Und ja, ich saß auf dem Sofa und dachte so, hey, heute ist Tag 29 von 31. Heute machst du nicht schlapp. Und habe dann echt so trotz Müdigkeit und völliger Ausgelaugtheit mich auf den Sofa hingesetzt und halt irgendwas gemacht, einfach nur um was zu machen. Und das ist halt was, das macht an manchen Tagen wirklich Sinn, auch wenn man es nicht fühlt. An manchen Tagen ist es bei mir so, dass ich so mir tagelang überlegt habe, so, oh geil, wenn ich wieder Zeit habe, dann kann ich die Idee umsetzen und die Idee und irgendwie Samstag habe ich nichts vor, also werde ich super kreativ sein.
Und dann kommt der Samstag und eigentlich alles, was ich machen will, ist mich, keine Ahnung, mit einem Buch in die Sonne legen oder PlayStation 5 spielen oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall irgendwas, wo ich eher abschalte und nicht selber kreativ werden muss. Ja, an den Tagen ist es gut, dass ich mich pushe und dass ich trotzdem was male. Weil ich muss dann immer so erst in so einen kreativen Flow kommen, dass das so ein bisschen funzt einfach und damit ich Spaß dran habe und manchmal pushe ich mich dann und mache was und denke so, ja geil, war die beste Idee ever, ich bin richtig happy, ich war kreativ, ich habe was Hübsches gemacht und freue mich. Manchmal ist es auch so, ich pushe mich und denke dann am Ende, okay, ja, heute ist einfach nicht der Tag dafür. Aber in dem Fall hier, im Rahmen dieser Challenge, war ich ja schon jeden Tag kreativ. Bei der Arbeit habe ich super viel illustriert damals, weil ich irgendwie so ein Animationsprojekt hatte, wo ich Illustrationen erstellen musste. Heißt, ich war schon tagsüber sehr kreativ und musste richtig illustrieren und habe dann in der Mittagspause und abends auch noch zusätzlich meinen eigenen Kram gemacht. Und wenn in dem Rahmen dann mal ein Tag da ist, wo ich völlig fertig nach der Arbeit auf dem Sofa sitze und einfach nur abschalten will, dann eigentlich fair enough. Also im Nachhinein denke ich, ich hätte es an dem Tag einfach gut sein lassen müssen. Und das ist natürlich auch easy jetzt für mich, das zu sagen, weil ich weiß, dass nichts bei rumgekommen ist und dass es einfach nichts gebracht hat, mich zu pushen an dem Tag. Aber ich glaube, manchmal muss man einfach so ein bisschen mehr in sich reinhören und sich überlegen, okay, bist du jetzt zu gemütlich, um kreativ zu sein? Oder ist es wirklich, weil du ausgelaugt bist? Weil das Ding ist, nach dieser Challenge war ich echt ausgebrannt. Also im November habe ich dann wirklich gar nichts mehr gemacht und ich habe echt eine Weile gebraucht. Also selbst das zweite Video von meiner Peachtober-Reihe, also wo ich euch quasi während der Challenge mitgenommen habe, dieses Video habe ich erst im Januar oder im Februar gepostet, weil ich davor einfach nicht dieses Footage mir angucken konnte und auch nicht kreativ sein konnte. Und also ich meine, Videos schneiden ist ja auch ein kreativer Prozess. Und ich war einfach, nee, ging nicht. Ging einfach nicht. Und die Pause habe ich gebraucht. Und ja, hätte ich mich nicht so krass gepusht wie jetzt an dem Tag zum Beispiel, wäre es vielleicht nicht ganz so schlimm gewesen am Ende des Monats. Ich bin super stolz, dass ich es geschafft habe, jeden Tag eine Doppelseite zu malen. Auch wenn, wie gesagt, manche Doppelseiten mir nicht so gut gefallen haben wie andere. Aber es war echt ein bisschen viel. Was ich hier male übrigens, ist die Hundewiese. Also quasi da, wo ich den Größteil meiner Pausen verbringe. Ich wollte hier tatsächlich im Thema der Challenge bleiben und eben zum Wort Break was malen. Und heute ist mir einfach die Hundewiese eingefallen. Das ist so ein Hügel hier in meiner Nähe innerhalb eines großen Parks, wo Hunde freilaufen können. Und da gehe ich halt immer mit Tula hin in meiner Pause. Und ich dachte, das wäre ein ganz schönes Motiv, vor allem, weil ich noch Fotos habe von einem Spaziergang mit Tuli aus dem Oktober. Und damit schließt sich quasi der Kreis. Also ich bin schon ganz zufrieden so mit den Farben und der allgemeinen Komposition, aber es fehlen definitiv Details. Ich traue mich gerade noch nicht so richtig, Tula Details zu geben, weil den eigenen Hund zeichnen, es ist wie so Porträts von Leuten, die man kennt, ist immer ein bisschen schwierig, weil man genau sieht, wenn irgendwas nicht ganz stimmt. Und bei Tieren ist es sowieso nochmal irgendwie schwieriger, weil ich einfach nicht so dran gewohnt bin, Tiere zu malen. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Wir gehen mit Tuli raus und gewinnen dadurch Abstand. Wollen wir erstmal raus? Ja, ne? Back to it. Wie gesagt, wir brauchen Details.
Wir brauchen definitiv Details. Ich denke, ich hole mal meine Buntstifte raus und schaue, ob das vielleicht damit ein bisschen einfacher geht als mit der Acrylagouache. Dadurch, dass ich in einem relativ kleinen Skizzenbuch zeichne, sind natürlich die Elemente auf dieser Doppelseite relativ klein und vielleicht kann ich mit Buntstiften ein bisschen besser so pointierte Details machen. Mal gucken, vielleicht auch nicht.